Frist für die Abgabe der Steuererklärung 2020 verpasst? Kein Grund zur Panik. Ich habe heute gute Neuigkeiten, auch wenn viele vielleicht schon mitbekommen haben, möchte ich Ihnen hier nochmal einen groben Überblick über diese Fristen für die Steuererklärung 2020 geben, damit Sie alles für die, die es verpasst haben, nochmal nachvollziehen können. Sichern Sie sich inzwischen unter diesem Video den kostenlosen Report in 7 Schritten zur Steuererklärung oder die kostenlose Anleitung für die Steuererklärung für Rentner und Pensionäre. Hallo meine lieben Zuschauer, hier ist wieder Jutta Martin. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende und schauen Sie sich das Video bis zum Schluss an. Frist für die Steuererklärung 2020 verpasst? Kein Grund zur Panik. Die Abgabefrist für die Steuererklärung für das Jahr 2020 wurde ja wegen Corona verlängert. Alle, die verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben, haben bis zum 31.07. des Folgejahres Zeit, also 7 Monate, wenn sie ihre Steuererklärung selber machen. Normalerweise ist der letzte Abgabetermin also der 31.07. und fällt dieser auf ein Wochenende. Dann verschiebt sich der Abgabetermin für diesen Personenkreis auf den Montag. Also es wäre der 2. August 2021 gewesen. Aber für die Steuererklärung 2020 wurde die Abgabefrist auf den 31. Oktober 2021 verlängert, also für die, die die Steuererklärung selber machen. Da aber der 31. Oktober ein Sonntag ist, verschiebt sich die Frist auf den Montag. Am Montag ist der 1.11.2021 und in einigen Bundesländern ist der 1. November ein Feiertag. Also in den Bundesländern, wo der 1. November ein Feiertag ist, ist der letzte Abgabetermin dann eben der 2.11. Also es sind schon einige verschiedene Termine. Ja, wenn Steuerpflichtige ihre Steuererklärung durch einen Steuerberater oder durch einen Lohnsteuerhilfeverein machen lassen, dann ist der Abgabetermin normalerweise der 28. Februar des Zweitfolgejahres. Also für die Steuererklärung für das Jahr 2020 wurde diese Frist ebenfalls um 3 Monate verlängert auf den 31.05.2022. Ja, die Zahl der Personen, die steuerpflichtig werden, steigt von Jahr zu Jahr. Schauen wir uns mal genauer den Personenkreis an, der steuerpflichtig ist. Da sind zum ersten Mal die Rentner. Ja, es werden also von Jahr zu Jahr mehr Rentner steuerpflichtig und Rentner, bei denen das Einkommen über den Grundfreibetrag liegt, sind verpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen. Der Grundfreibetrag liegt für Ledige für das Jahr 2020 bei 9.408 € und für Paare, also für Verheiratete, 18.816 €. Liegen die Rentner über diesen Freibeträgen, dann sind sie verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Wer ist noch verpflichtet? Also Ehepaare, die die Steuerklassenkombination 3.5 gewählt haben und beide berufstätig sind. Ein weiterer Personenkreis ist der, der Lohnersatzleistungen bezogen hat, wie eben zum Beispiel Krankengeld, Verletztengeld, Arbeitslosengeld 1, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Insolvenzgeld oder auch Kurzarbeitergeld. Wenn diese Lohnersatzleistung mehr als 410 € im Jahr betrug. Dazu, also zu dem Thema Kurzarbeitergeld, habe ich schon mal eine 3-teilige Videoserie veröffentlicht. Es gibt einige Arbeitgeber, die haben ihren Arbeitnehmern zum Thema Kurzarbeit extra ein Merkblatt ausgehändigt, sodass diese Arbeitnehmer Kenntnis von ihrer Steuerpflicht haben. Das sind allerdings Ausnahmen. Also ich denke mal, vielen ist es überhaupt gar nicht bewusst, dass sie durch den Bezug von Kurzarbeitergeld verpflichtet sind, eine Steuererklärung zu machen. Denn in der Regel waren das weit mehr als 410 € im Jahr 2020. Ja, wer ist noch verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben? Das sind Arbeitnehmer, die mehr als einen Job auf Steuerkarte ausüben und somit auch die Steuerklasse 6 noch zusätzlich haben. Auch diese Personen sind zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet. Ein weiterer Personenkreis ist der, der unversteuerte Einnahmen hat. Das sind zum Beispiel Einnahmen aus nebenberuflich selbstständiger Tätigkeit
oder auch Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Ja, kommen diese Personen ihrer Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung nicht nach, kommt irgendwann Post vom Finanzamt ins Haus geflattert. Und bei verspäteter Abgabe erhebt das Finanzamt 0,25% der Steuerzahlungsschuld, mindestens aber 25 € pro angefangenen Monat. Und wer das nachlesen möchte, das ist geregelt im Paragraph 152 der Abgabenordnung. Wer jetzt der Aufforderung vom Finanzamt nicht nachkommt, also einfach nicht reagiert, kann natürlich mit weiteren Überraschungen rechnen. Es drohen Zwangsgelder, eine Steuerschätzung und auch Verspätungszinsen. Also ich kann jedem nur empfehlen, die festgesetzten Fristen unbedingt einzuhalten, ja, um unnütze Kosten zu vermeiden. Die können sich nämlich ganz schnell zu einer beträchtlichen Summe zusammenhäufen. Beschlossen wurde diese Fristverlängerung vom Bundesrat am 25. Juni 2021, also kurz vor der Sommerpause. Und geregelt ist diese ganze Angelegenheit im Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie. Den Link dazu finden Sie unter diesem Video. Es gibt ja immer einige Zuschauer, die gerne nachlesen möchten und wissen wollen, wo das steht. Also nochmal, die Frist für die selber abgeben möchten, wurde verlängert auf den 31. Oktober. Der 31. Oktober ist ein Sonntag. Dann entsprechend am 1. oder am 2. November letzter Abgabetermin, je nachdem, in welchem Bundesland Sie wohnen. Und wenn Sie steuerliche Hilfe in Anspruch nehmen, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein, dann endet Ihre Frist für die Steuererklärung 2020 eben am 31. Mai 2022. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Und jetzt meine Bitte an Sie. Wenn Sie Post vom Finanzamt bekommen, reagieren Sie. Lassen Sie das nicht einfach liegen und ignorieren es, werden Sie tätig. Und wenn Sie bis jetzt Ihre Steuererklärung für 2020 noch nicht gemacht haben und sich sagen, ja, ich habe ja noch Zeit, werden Sie tätig, machen Sie es, erledigen Sie es, dann haben Sie den Kopf für andere Dinge frei. Es ist ja in der Regel so, je mehr Zeit man hat, umso weiter hinaus schiebt man die Dinge gerne. Erledigen Sie es zeitnah, dann ersparen Sie sich vielleicht auch eine Menge Ärger. Es geht schließlich um Ihren Geldbeutel. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Dienstag. Alles Gute für Sie, meine lieben Zuschauer. Wünscht Ihnen Jutta Martin.